Das ist der Olaf. Und der Olaf kommt aus Selmborg. Er ist zweifacher Handwerksmeister und hat sich zur Aufgabe gemacht, entweder ein Handwerksfahrzeug zu konfigurieren oder jetzt in diesem Fall ein Wohnmobil mit seinem neuartigen System ovomo.de. Und das Ganze ist so revolutionär, dass man für wenig Geld, ich kann euch direkt sagen, das ganze System kostet ohne das Haushaltsmaterial, was drumherum ist, außer hier das kleine Porta-Potty, was dabei ist, 600 € brutto inklusive Mehrwertsteuer. Wir haben es nochmal ergänzt um eine kleine Stromquelle, die ist optional. Das Wasser ist natürlich auch optional, aber das kostet ja jetzt auch nicht die Welt, so ein Kanister. Nee, und wir werden jetzt aus diesem Crafter, so sieht es aus, das ist ein Baustellenfahrzeug von euch. Du bist Handwerker, hast eine Baufirma. Ja. Du hast hier keine Kosten und Mühen gescheut einen Teppich reingelegt. Genau, ich habe gestern mal einen Teppich reingelegt, weil es ist also tatsächlich ein reines Baustellenauto. Man sieht es auch ein bisschen sauber gemacht. Aber eigentlich auch, um mal zu zeigen, dass man aus einem ganz normalen Transport... Nackter Crafter. Nackter Crafter. Und mal eben, ich meine, der hat immer einen Teppich drin, damit der Staub gebunden wird oder so. Aber ich habe jetzt mal einen kleinen neuen reingemacht, damit es ein bisschen hier... Hast du Licht hier drin? Ja, aber das geht immer wieder aus. Geht immer aus. Nee, ich brauche es im Moment nicht. Ist nicht so schlimm. Also, es geht darum, wir bauen jetzt mal ein Bett. Das werden wir jetzt mal machen. / einen riesigen Vorratsschrank, sodass man zum Campen die Sachen hier unterbringen kann. Weil so einfach reinlegen geht ja nicht beim Camping. Du musst es ja irgendwie sichern. Und deswegen hast du die Boxen mit dabei. Das sind ganz normale Euro-Boxen. 60 x 40? 60 x 40 cm. Und die oberen Fläche. Oberen Fläche, die Höhe, wie hoch sind die jetzt? Das weiß ich gar nicht genau, weil die spielt auch kaum eine Rolle, weil die gibt es in verschiedenen Höhen. Die gibt es auch in flacher. Letztendlich ist das 60 x 40 wichtig. Ich glaube, die sind 34 cm. 34 cm. Nicht genau. Das so, ich gucke jetzt mal auf meine Kamerauhr. Wir sind jetzt bei Minute, Augenblick, 3, 2, 1, los geht's. Was ist zu tun? Also, das Erste, was ich hier mache, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich richte den so ein, dass man sagen kann, ich fahre damit los und packe mal mein Motorrad hinten nur mit rein. Das Motorrad? Zum Beispiel. Na? Du fährst doch selbst Motorrad? Ich fahre selbst Motorrad. Ich liebe Motorradfahren. So, die Konfiguration wäre jetzt Motorrad. Also, wichtig ist, die Pisten werden so ein bisschen mit Abstand gestellt. Das zeigt sich gleich. Ja? So. Also von der Wand her. Weil die Deckel, die da drauf kommen, die sind minimal größer als die Boxen. So, das geht hier auch nicht um Millimeter. Du hast extra Spiel gelassen. Das ist Spiel und auch, also ich kämpfe mein ganzes Leben. Letztendlich, du packst hinterher in die Lücken, da kommen die Gummistiefel, die Wasserflasche nachts rein, die Zeltstangen, du brauchst diese ganzen Lücken, ich zumindest. Also ich weiß nicht, wer die so perfekt packen kann. Also der Klappstuhl, der Tisch, wenn du noch einen zusätzlichen haben willst, den du hierbei gar nicht brauchst. Ich gehe mal von hinten eben rein. Ja. Du hast ja eine Länge von knapp 2 Metern. Langt das von der Länge? Man kann die länger bauen, ne? Für mich ja. Ja, für dich langt's. Okay. Also das ist, so jetzt nehme ich schon mal ein Ovomo dazu. Na, das ist das Ovomo. Das ist ein Ovomo. Das Corpus Delicti. Das sind also die Deckel, die kommen hinterher hier drauf. Und die haben einen Rand und werden dann in die Boxen eingelegt und verbinden die Boxen miteinander, sodass sie nicht mehr verrutschen können. Die können nämlich deswegen nicht verrutschen, das fragen nicht sehr viele, weil da eine kleine Nut eingefräst ist. Genau. Zeig mal bitte. Da ist die Nut drin. Die hat Spiel, das ist ganz wichtig, dass das so ein bisschen, das kann wackeln und soll auch wackeln, weil auch so Boxen, wenn die mal ein bisschen sich verziehen wegen Sonne oder was weiß ich, das muss ein bisschen Luft haben. Ne? Okay. So. Und ja, die werden jetzt einfach nur da drauf gelegt. Ich zeige dir jetzt mal wieder von hinten. Ne? So. Und jetzt kann ich die schon, wie du siehst, die sind schon verbunden. Ne? Okay. Und dann machen wir noch welche dazu. Ach, die können wir gleich vorne reinpacken. So. Jetzt hätten wir hier schon mal ein Teil fertig. So, das Motorrad kommt hier hinten rechts rein. Kann man seitlich reinpacken, genau. Ne? Die muss ich jetzt mal eben zur Seite nehmen. Gewichtsmäßig sind die jetzt auch nicht die Welt. Wer weiß wie schwer. Also ein Deckel wiegt so 3 Kilo, das heißt ich habe hinterher auch nicht großartig, also für das ganze System an Holz, das sind dann hinterher 30 Kilo, die du da drin hast. So, es kommt gleich noch viel, viel besser. Ich kann euch sagen, bleibt dran, denn wir werden anschließend aus dem Bett, was wir machen werden, jetzt machen wir erstmal die Verpackung fürs Moped. Die Verpackung fürs Moped. Das heißt, ich komme an. So, jetzt kann ich. Wir machen es erstmal fertig. Die passen also in alle Richtungen. Gehe ich denn da schon mal drauf. Na? Ich hole mal alle Kisten dazu, die wir so brauchen. Okay. Die passen in alle Richtungen.
Das werden wir gleich mal erfahren. Ah, ich verstehe. Das Schöne ist auch, man muss dafür nicht kräftig sein. Du brauchst keine zwei Mann oder so, weil du ja die Deckel einzeln nehmen kannst. Ja. Und das Tolle ist, du hast jetzt nicht dieselben genommen, sondern du kannst sie auch mischen. Die sind ja genormt. Genau. So, da hast du jetzt einen anderen genommen. Das ist ein anderer. Das macht auch seinen Sinn, kann ich gleich zeigen. So, dann legt man nur noch die Deckel hier drauf. So. Eine Küchenkiste fehlt noch. Eine Küchenkiste fehlt noch. Da ist sie. Ja, wir haben das mal einfach. Das haben wir gezeigt. Das kommt jetzt wirklich aus der Praxis. Das heißt, kommt aus der Praxis, ja. das könnte man jetzt so anwenden. Ja, habe ich. Mehrfach, funktioniert hervorragend. So, man kann jetzt das auch noch versetzen. Jetzt habe ich hier erstmal außer Atem, es musste schnell gehen. Naja, wir sind jetzt bei 6 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt 4 Minuten gebaut. Ja. Da kann ich doch mit leben. Außerdem bin ich ja derjenige, der dauernd irgendwie rumschwätzt. Ja, sonst ging es noch schneller. Das ist jetzt praktisch die Transportsituation. Hier hast du jetzt Platz für ein Motorrad. Genau, du kannst jetzt hier ein Motorrad hinpacken. Du kannst natürlich auch zum Transport alle Kisten nach vorne packen. Ja. Das Schöne, was ich jetzt aber hier habe, ist, ich kann jetzt eben mich auch schon mal setzen und unterwegs was machen, ne, wenn das Motorrad da steht. So, du hast so eine Sitzunterlage jetzt da. Ja, das können wir mal zeigen. Die Im kommt Grunde auch genommen aus der... kann ich auf der Fahrt schon mein Nickerchen machen. Ne? Sag mal. So, So, das ist jetzt der Olaf nach gut getaner Arbeit. gut getane Arbeit. Also du könntest sogar auf der Fahrt jetzt, das ist natürlich nicht komfortabel, aber letztendlich, wenn du zu zweit unterwegs bist, hast du hier noch ein Moped drin, könntest du hier auch zu zweit drin schlafen. Das geht so. Mit dem Moped. Das ist natürlich nur eine Notlösung, aber der Platz ist dann enorm. So, jetzt bauen wir mal Doppelbett. Geht das? Sollen wir jetzt eine Küche machen? Küche können wir machen. Ja. Küche können wir auch Ja, machen. Küche. Das ist nämlich auch ganz schön. Dann können wir von da aus gut zum Doppelbett gehen. Also, jetzt bauen wir eine Küche. So, wenn ich jetzt eine Küche machen will, dann geht das auch ganz einfach. Ich ziehe jetzt hier einfach einen raus. Dann habe ich hier, das ist nämlich ganz schön mit diesen Boxen das zu zeigen. Das sind Euroboxen, die kann man öffnen. Die Euroboxen verkaufe ich übrigens nicht. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt so viele tolle Boxen von so vielen tollen Herstellern. Das macht keinen Sinn. Da muss jeder sehen, was er haben möchte. Ne? Ob ich jetzt mit Klappe haben will oder ohne Klappe, welche Farbe. Ich habe hier eine schöne grüne Farbe gefunden. Die fand ich auch ganz toll. Ne? So, vielleicht noch kurz ein Hinweis. Die eine geht jetzt zur einen Seite auf, die andere zur anderen Seite. Spielt keine Ach so, Rolle. ja gut, das habe ich jetzt. Ist Ist egal. letztendlich egal. Ne? So, das wäre jetzt das Küchenmodul. So, jetzt kannst du das als Küche machen. Pack das mal kurz weg, einfach damit man den Deckel sieht. Ja, okay. So, und jetzt kannst du hier hinten noch mal eben das Ganze drehen. So, zack, fertig aus. Und jetzt setzt du hier wunderbar schon mal eine Küche. Mit Sitzbank. Also mit Sitzbank, ne? Man kann hier einer sitzen, kannst du alles drehen. Wasserkanister da rein. Was haben wir hier? Die Kochsachen halt. Ja gut, die habe ich jetzt von der anderen Seite, aber die Sitzhöhe ist in Ordnung. Passt. Passt. So, Passt, ne? habe ich. Theoretisch mit 4 Leuten, wenn es ein bisschen nieselt, kannst du hier schon frühstücken. So, können wir frühstücken, das heißt, es wird umgebaut. Viele sind ja unterwegs, laden das denn ein, haben so ein Auto und wollen, bevor sie ausbauen, erstmal ausprobieren, wie kann ich denn überhaupt meinen Ausbau später machen. Das ist doch genial. Du kannst genau ausprobieren, wo du was hinmachst, Ja. wie du da, oder? Ja, kannst du. Und ich habe mir da auch schon, ich meine, ich bin auch so mein ganzes Leben Camper, aber irgendwie, es gibt nicht die optimale Lösung, für mich nicht. Ne? Das heißt, ich habe schon tolle Ausbauten geplant. Ja, aber dann willst du ein Moped mitnehmen, brauchst einen anderen Ausbau. Willst du ein Boot mitnehmen, brauchst einen anderen Ausbau. Willst du 2 Motorräder mitnehmen, wieder einen anderen Ausbau. Letztendlich die eierlegende Wollmilchsau wirst du schwer finden. Das ist jetzt immer ein Kompromiss, was du hast. So, Bett. Bett. Mach mal ein Bett, weil das ist für die meisten am spannendsten, weil solche Bettausbauten ja gerne mal 1.500 € und mehr kosten. Und das Okay. hier hat den Vorteil, es ist atmungsaktiv, das Holz. Das heißt, es nimmt die Feuchtigkeit ein bisschen auf. Ja, Buche, Es sind ne? Buche, Das Material, ja. Löcher sind drin, es kann atmen. Es kann atmen und also wenn du wirklich ein Holz hast, was lackiert ist, das gibt schon eher mal Schwitzprobleme. So, jetzt brauchst du nämlich nur noch die Hälfte an Kisten. Das ist das Geniale. Ja, wir machen jetzt erstmal, hätte ich jetzt gesagt, wenn wir jetzt was für ein Bett möchtest du denn jetzt haben? Wir machen jetzt erstmal das größte Bett, was geht. Komm, wir machen erstmal ein King-Size-Bett. Ein King-Size-Bett, okay. King-Size-Bett. Das heißt, du hast jetzt eine Box quergestellt. Genau, das kann man machen. Nee, Okay. King-Size ist hier in dem Fall so. Das
spielt aber... Ach, jetzt weiß ich auch wieder. Das ist halt was Spielerisches hier, ne? So gehört das. So, das wird das Kopfkissen. Das wird das Kopfkissen. So, jetzt kannst du dieses Bett, das sind jetzt zwar 10 Deckel, ja, aber wir machen das mit nur 8 Boxen. So. Er lässt nämlich einfach in der Mitte lässt er die Boxen weg. Genau. So viel kann ich verraten. Und dann habe ich direkt Stauraum. Und dann habe ich nämlich mehr Stauraum für die Nacht. Und ich kann zum Beispiel Boxen, wo ich unbedingt dran muss, mir hier vorne hinstellen. So, 2 sind da. So, dann machen wir jetzt mal hier 2 rein. Wie du siehst, das Ganze hält auch. Wir brauchen also diese mittleren Boxen brauchen wir nicht. So, hält. Mann, was haben wir uns einen warmen Tag ausgesucht? Es geht. Also, Ja. es hätte wesentlich schlimmer kommen können. So, Das sind genau 10 Deckel. Ich sehe es wieder. ich habe es bewusst so gemacht. Es geht auf 10 Deckel. Fertig. Warte, ich zeig's mal gerade, wie breit das Bett ist. So, Und du schläfst auf Holz, es riecht sogar gut. Ja, Das ne? ist der Vorteil. ja. So, das ist jetzt ein Bett und jetzt muss man sich halt nur noch vorstellen, man könnte das Ganze beziehen. Jetzt kann man sich natürlich Topper, Matratzen mitnehmen, Ja. wie man will. Aber wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Das sind deine beiden Isomatten. Isomatten, die sollen jetzt mal das Bett symbolisieren. Da kann man sich natürlich was Schöneres drauf machen. Denn ich brauche dich gleich mal, du musst dich da mal drauflegen gleich mal. Liege. Kann ich am besten. So, das kann er am besten, kann er liegen. So, So, bitte mal drauf. Du wiegst 100 Kilo und du sagst, das ist Kindergeburtstag jetzt, weil da könnten jetzt auch 500 Kilo drauf, weil die so belastbar sind. Das ist kein Thema. Ich komme mal von der anderen Seite. Leg dich mal hin, richtig? ja. Hallo Olaf. Hallo. Ja, das ist doch ein geiles Startfoto mal, dass wir das sehen. Jetzt hast du investiert immer noch dieselben 600 Euro. Ja. Das heißt, es sind keine anderen 600 Euro Ja. in die 10 Deckel. Wir kommen gleich mal auf die Deckel zu sprechen, die wir haben. Du hast dich leicht erholt? Ich schwitze, aber es ist gut. Gut, so, dann komm mal raus und wir bauen jetzt mal eine Außenküche. Das Ach, wird, noch eine Ergänzung. ja, Ergänzung. Schauen wir. Wenn ich jetzt eingängig, was ich gesagt habe, Motorradfahrer bin, Ja. dann habe ich die Möglichkeit, dass ich auch sage, ich lege die beiden hier rein. Ja? Ja. Warte, ich schiebe das mal zur Seite. So. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich jetzt eben auch die Auffahrsschienen durchladen kann. Ach, hier. Ne? Das ist der große Vorteil. So, wenn man jetzt Leute sagen, wie mache ich das mit 10 Deckeln? Geht auch noch ganz einfach. Wenn man diese Ausnahme hat, vielleicht auch mal zur Idee, wenn ich jetzt hier die Füße drauf habe, kann ich auch einfach eine Kiste nehmen, drehe die um. So, jetzt habe ich meinen 11. Deckel. Ach so. Das Da- geht das sind die auch, Füße wenn's drauf, jetzt nicht ja. die hohe Belastung. Ja? So, jetzt könnte ich also mit der gleichen Anzahl Deckel die Fläche auch noch nutzen. Wenn eine Matratze drauf ist, merkst du das nicht. So, die sind so miteinander verzahnt. Du könntest jetzt reinschieben. Schieb mal. Ja. Das geht. Ja, die sind Reinschieben komplett. ist einfach, ich kann das aber auch rausziehen. Das ist eine Einheit quasi jetzt. Eine Einheit. Genial. So, das Ganze ist patentiert. Das Ganze hat einen Gebrauchsmusterschutz. Ja. Das Ganze ist die, wie war das mal die technische Bezeichnung? Was hast du gemacht? Was möchtest du? Du hast formschlüssig. Ach so, ja genau. Was geschützt ist, ist tatsächlich die formschlüssige Verbindung, nennt man das. Wenn zwei zusammenhaken von 2 Euro-Boxen. Das ist gesichert. Also wenn jetzt einer meint, er könnte da andere Haken dran machen, kann er machen, aber dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns so. Das Ganze, so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen, Nee. denn du hast sie so günstig verkauft, dass das Nachmachen eh schon schwierig wird. Ja. Du hast jemand, der die für dich im Auftrag fertigt. Das ist auch jemand, der Holz kann, oder? Ja, die können Holz. Ja. Also die können Holz und es ist ja auch technisch, es ist nichts, was jetzt mal eben, wo du meinst, das kann ich mal eben machen. Weil die Zeig sind, mal bitte mal. Also das Guck mal, ist die sind CNC. die sind komplett aus CNC gefräst. Das ist eine Platte. Ne? Und du hast hier ganz viele Radien und ganz viele Phasen dran und so weiter. Das ist nicht mal so eben gemacht. Also mit einer Stichsäge kriegst du das nicht hin.
So, dann allein das Material, sagst du, kostet, wenn man das als Privatmann kauft, richtig viel Geld. Ich kann jetzt nicht sagen, was es als Privatmann kostet, aber ich glaube, ich habe die Tage gesehen, da kostet alleine schon der Quadratmeter irgendwie von Birkensperrholz und das ist günstiger, war ich glaube ich bei 68 Euro nur für das Holz. Also, aber ich habe die Holzpreise an sich, ne? Das war auch nicht jetzt der ausschlaggebende Punkt. Genau. Also, aber das Wichtigste ist, es ist eine Lebenserfindung. Sind die dir schon mal runtergefallen? Brechen die leicht ab, die Zacken? nee, gar nicht. Also ich habe die auch im Baustelleneinsatz und Das zeigen wir jetzt mal gerade. Das ist die allererste, die du hart im Einsatz hattest, jetzt für über ein Jahr, im richtigen Baustelleneinsatz. Du hast eine Baufirma? Baustellenbetrieb, ja. Ich habe eine Baufirma und die sind jetzt seit einem Jahr, das waren so die allerersten, sage ich mal, Prototypen, die wir gebaut haben, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Und es hat sich nichts mehr geändert, oder? Nein, ja doch, es hat sich, aber das sind Nuancen, die man nicht sieht. Okay, so, aber Die so von Fugen der haben eine andere Maße, sind ein bisschen feiner geworden. Also das, was jetzt verkauft wird, ist etwas feiner vom allem. Wir haben hier Phasen dran, ne? So, das ist noch Handarbeit hier. Phasen sind? Phasen ist, wenn du hier keine scharfen Kanten hast hier. Okay. Ne? Eine Phase, eine Rundung. Gut, du bist ja Handwerker, das spielt bei dir keine Rolle. Das ist egal, aber dennoch, das ist einfach, von der Haptik ist es einfach was anderes. Ne? So, hier sieht man das. Das ist das Original Baustellenauto. Deine Leute benutzen das tatsächlich und finden das total genial, weil du kannst ja jeden Tag ein anderes Fahrzeug zusammenbauen. Ja, ja. Du kannst das Zeug mitnehmen, das ist in den Boxen drin. Da haben wir übrigens ein eigenes Video von gemacht, Ja. wie wir das Ganze hier anwenden. Aber wir machen mal gerade Folgendes, denn du willst ja der Star sein auf dem Campingplatz und dann machen wir jetzt mal eine Außenküche. Ja, ich glaube auch. Damit kommt man immer auf dem Campingplatz gut an. Ja, eine Außenküche, indem du vielleicht mal Boxen weglässt, die wir beim Bett vielleicht nicht unbedingt brauchen. Das heißt, das mal. du könntest ja auch theoretisch alleine unterwegs sein, dann bräuchte man ja nur Dann bist du sowieso der die Liegefläche, nur die Hälfte. In der Kühltasche und in der Bar ist man immer der König. Ja, vielleicht in Nordrhein-Westfalen. Bei euch nicht? Doch, im Saarland auch. Das ist, ich sag mal, die Saarländer und Das wäre mir jetzt aber ganz neu. die Saarländer und die Leute aus Nordrhein-Westfalen, die geben sich nicht so viel in der Freundlichkeit. Ihr seid auch ziemlich feierfreudig und gesellig. Ja, auf jeden Fall. Das glaubt zwar nicht jeder, hier ist ja schon fast Münsterland, ne? Aber doch. Ich denke schon. Wobei, ich reise so viel, ich bin ja viel gereist in meinem Leben. Alle Menschen sind nett. Alle sind nett. Ist wirklich so. Wie es in den Wald reinschreit. So sieht's aus. Also, bei den ganzen Reisen, die ich gemacht habe, schlechte Erfahrungen habe ich noch nie gehabt. Gut, du bist auch Handwerker. Och, ja, aber ist doch wirklich so. Also, ja, Moment, ich gehe ja nicht mit dem Hammer auf eine Tour. Aber So. ist ja, Ja. ne? Und je einfacher du unterwegs bist, desto mehr Leute lernst du kennen. So, jetzt machen wir nämlich mal da vorne ist übrigens das Porta-Potty. Das haben wir nur mal hingestellt, weil ein Klo finde ich ja wichtig. Funktioniert übrigens ziemlich gut. Ihr habt das selbst im Einsatz, gell? Ja, Ja. also, ja, natürlich, wenn es sein muss. Ne? Gut, Aber verstanden. du hast es dabei. Du hast dabei. So, das ist jetzt Wir bauen mal einen Tresen. Bauerntresen. So, Wir bauen mal einen Tresen. Ich stell mal den mal weg. zur Seite. Ja, den brauchen wir gleich erst. Okay. So, ein Tresen besteht ja schließlich aus einem Gaskocher. Den hast du dabei? Ja, das können wir auch oben mit reinmachen. Ja, kann man gleich oben drauf machen. Oder mit in die Lücke rein, das können wir auch machen. Dann machen wir hier mal zwei so. So, für alle, die gerade eingeschaltet haben, das ist ovomo.de. Der Olaf Bader aus Selmborg. Selmborg. Das liegt in NRW. Er hat gesagt, mittendrin. Um hier rauszukommen, braucht man mindestens eine Stunde aus NRW. Das heißt raus, mitten rein. Mitten rein, sagst du. Raus. Das ist also eine ganz grobe Betrachtungsweise. Ich zeig's mal gerade. So, da ist das Küchenutensil. Da ist die Kaffeemaschine drin, habe ich schon gesehen. Ja, das Eine ist, also das ist tatsächlich mein Campingkram. Ich bräuchte mal den auf jeden Fall mal draußen, den Kocher. Den können wir gleich rausholen, weil Den du kannst ja können jeden wir Deckel. rausholen, ja. Genau, das zeigen wir gerade. Wenn du mal diese Box nach oben baust, Welche? die zweite. Die zweite. Genau. Ich dachte, ich Ach, du kommst ja seitlich dran, richtig? ja, genau. Okay, Dann kann ich alles so klar. lassen, ja? Ja, lassen, genau. Dann können wir es so So, lassen. ich zeige das mal gerade, warum da mein Denkfehler war. Denn der vorne hat nämlich hier einen Deckel zum Ja, Aufmachen. ja. Kannst du einfach aufmachen. So, und jetzt? Und jetzt brauchen wir noch die Abstellfläche. Die Abstellfläche. Eine hier. Die zweite da. Ich habe am Anfang, als du mich vor 6, 8 Wochen angerufen hast, habe ich gedacht, naja,
ob das denn so Ja, das ist. toll ist, aber du musst es erklären. Ich glaube, sonst kapieren die Leute nicht, was das Geniale an dem System ist, dass das von selbst steht und auch hält. Ja, das Geniale ist halt, dass die greifen eben, diese Verzahnung, die greift ja nebeneinander ein und in die Box. Ja. Das heißt, ich kann also das Ganze hier nicht runterziehen. Ne? Es wird also so nicht durchfallen. Ich meine, natürlich kriegt man das hin, aber man kriegt alles hin. Aber letztendlich hält das so gut, dass da nichts passieren kann. Da fällt nichts durch. Ne? So, das steht also immer auf der Kante von der Box. Das Genau, kann also nicht genau. passieren. Es sei denn, die Box wäre so dünn, die Kante, aber die sind ja genormt, die Die Kanten. sind genormt, die müssen 60 mal 40 Zentimeter sein. Das ist wirklich ganz wichtig. Es gibt sogar Hersteller, die machen es irgendwie kleiner, wahrscheinlich um Normen oder Lizenzgebühren zu umgehen. Keine Ahnung, warum sie es tun. Es gibt auch welche mit 58, die funktionieren nicht. Also 60 mal 40. Und das ist aber auch also leicht zu messen. Also die haben alle 60 mal 40. Auch von den unterschiedlichen Herstellern, von den ob es eine Schweinebox ist oder hier, wie heißt die Fleischboxen. Da vorne ist eine Fleischbox übrigens. So, die passt es nicht. Aber wir haben eine Karstadt-Box da, wenn du die mal gerade holst. Haben wir auch irgendwo Die gehabt, ne? steht da drin. Das ist eine uralte Karstadt-Box. Ja, genau. Die Karstadt gibt es ja nicht mehr. Genau. Oder es gibt es, glaube ich, noch, aber Das weiß ich gar nicht. ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei uns in Saarbrücken ist noch ein Karstadt. Also die Box haben meine Mitarbeiter, glaube ich, auf dem Müll irgendwo gefunden. Ja, Aber die funktionieren halt. Ne? das ist auch eine 60 x 40. Das ist auch eine 60 mal So, 40. wenn du die mal gerade da vorne hinbaust, genau, die machen wir nämlich jetzt als Box Nummer 4. Ein Baustellendeckel, die würden zwar auch noch passen, aber nee, die nicht Genau, wir nehmen jetzt mal 9. tatsächlich. So, dann machst du den nächsten Deckel drauf. Ja, muss man so ein bisschen gucken. Das Geniale, ich zeige euch mal gerade was, das ist eine Klapp-Euro-Box, die Ja. geht auch. Ja. So, das heißt, man kann die noch flacher machen. Wenn man sagt, man nimmt die einfach nur mit, um sich jetzt eine Küche zu bauen, könnte ich mir auch Klappboxen mitnehmen. Ja, Das würde auch gehen. genau. So, jetzt hast du eine richtig große Küche. Haben wir nur keine Getränke. Haben wir nur keine Getränke, aber das holen wir heute Abend nach. So, das ist jetzt eine richtige Küche. Haben wir einen Wasserkocher. Wasserkocher haben wir da. Wir haben oben drauf, wenn du mal gerade das Ding oben drauf stellst, das EcoFlow, weil das ist, Ne, damit wir das hier vorführen können. das ist so schwer nämlich, dass man auch mal sehen kann, dass je mehr Gewicht da oben drauf kommt, desto stabiler wird. Ja, das hält. Also so eine Randbelastung, jetzt weiß ich nicht, wie es bei den Klappboxen ist, aber so eine Randbelastung bei einer normalen Eurobox, die haben so 200 Kilo Stapellast, so circa. So, Steht da- aber immer beim Hersteller. So, wenn du mal kurz da oben mal öffnest, da ist Wasser drin. Wir machen das Ding mal kurz an. Also da kommen 230 Volt raus mit 2 kW pro Stunde. Immer eine gute Kombination mit Wasser. Ja, genau. Das ist nämlich immer schön zum Zeigen. Und da müssen wir einmal AC müssen wir anschalten. Ja. Jetzt haben wir 230 Volt und das unterwegs. Ja. Da kannst du sogar mit Solar kannst du es machen und der Wasserkocher, der kocht schon mal. So, jetzt mach mal bitte den Campinggrill bitte fertig. So, das Wasser fängt übrigens schon an. Ich zeig's mal gerade. Boah, Hammer. Hier vorne ziehen wir gerade 1,7 kW. Das Ganze könnten wir jetzt übrigens eine Stunde weiterlaufen lassen. Das ist Hammer. Das ist gut, oder? Ja. Das könnt ihr, glaube ich, auch gut auf der Baustelle manchmal gebrauchen. Ja, das zeigen wir auch gleich mal. Wir schließen gleich mal ein Baustellengerät an bei dir. So, Also das haben wir, bei mir sind sie immer, ja, die möchten auch mal ein Stromaggregat haben für manche Einsätze, aber finde ich nicht so, ist mir nicht universal genug, weißt du, weil auf dem Campingplatz kannst du den Stromaggregat schlecht anschmeißen. ist auch zu laut In der manchmal. Nacht, das Ja, meine ich ja. das geht nicht. Das freut die Nachbarn. Hast So. du keine Freunde mit. So, Da kommt die nächste Küche. zack. So, das war es soweit. Da vorne sind deine Teller. Jetzt kannst du hier vorne öffnen. Deswegen sind die Euroboxen mit dem Deckel. Deswegen Betonung, du verkaufst keine Boxen. Ich verkaufe keine Boxen. Das ist einfach so vielfältig, das Thema. Es gibt so tolle Farben, so viele tolle Muster. Und mal gucken, was da drin Ne? ist. So, eine komplette Küche ist da drin. Genau. Das So, dann nehmen wir doch mal ein Baustellengerät. Jetzt bist du gerade dabei. Du hast nicht zufällig einen Luftkompressor hier, einen kleinen. Doch. Wenn du den mal kurz holst. Zum Aufblasen von irgendwelchen. Ich habe nur einen richtigen Kompressor. Einen großen. Ja, wunderbar. Dann probieren wir den mal aus. Mal gucken, ob er den kann. Ja, ich weiß, aber es geht ja. So, das Wasser. Ich mach mal den Deckel auf. Fängt schon an, richtig zu kochen. So, das wäre jetzt meine komplette Küche, die ich dabei habe. Das ist genial. Wir haben übrigens in den Carver haben wir ein extra Video gemacht. Da habe ich gesagt, komm, bau das doch mal kurz ein. Und da hat er das komplette System hinten in die Garage eingebaut. Das ist der Kompressor. Du hast ja Ideen, ehrlich. Ja, das kam mir so, weil das ist ein bisschen anschaulicher wie jetzt ein Wasserkocher. Der macht Krach.
Weiß ich noch nicht, ob der jetzt... Der ist auch voll, oder? Bitte? Ist der voll? Werde ich sehen. So, dann warten wir kurz. Wir warten gerade, bis es dampft. Das dampft. ging ratzfatz. So, bis es ausgeht. Aber das ist doch eine schöne Küche, wenn du Strom dabei hast, du hast Gas dabei, du hast ein Klo dabei, du hast das Wasser. Da vorne steht das Wasser, das haben wir noch nicht drauf gemacht. Komm, das machen wir gerade mal drauf. Zum Händewaschen. Ja, klassisch, ne? Der Kanister, der Kanister halt gekippt und fertig. Das war's. So, zum Händewaschen. So, die bläst jetzt schon ein bisschen. Also es ist ein ganz tolles System, was ich mir in allen Bereichen vorstellen kann. Nicht nur Camping, sondern das kann ich sogar außerhalb des Campings verwenden, für eine Gartenparty. Du kannst es für eine Gartenparty, du kannst auch eben mal ein Gästebett draus bauen. Werkbank. Werkbank, wenn du die Kisten im Keller hast. Ne? So, das kocht. Es kocht richtig. So, wenn du mal kurz da vorne aufmachst, den Deckel mal, können wir mal reingucken. Aber ich fass nicht rein. Nee, fass nicht rein, auf keinen Fall. Ja, ist gut. So, da machen wir aus. Machen wir aus und jetzt stecken wir mal hier. Das ist eine typische Anwendung. Du hast den Luftkompressor dabei, damit du den ganzen Campingplatz mit Strom versorgen kannst. Es muss nicht immer eine feste Installation im Auto sein. Das will ich euch sagen, liebe Handwerker. Da was anschließen müssen, ob er geht. So, Anlauf schon. 700 Watt, das ist ja gar nichts. 700 Watt, ja, also von dem Gerät nicht, ne? Ja. Okay. Ich hatte ja auch sowas noch nicht. So, hauen wir aus. Den lässt du mir ja hier, gehe ich von aus. Da ist er aus. Also, tolle Idee, Ovomo, denn ich befürchte, wenn das Ding auf den Markt kommt, das wird im Juli 2022 auf den Markt kommen, mit dem man aus diesem Auto hier mit ein paar Airline-Schienen, die du übrigens auch im gewerblichen Betrieb ja verwenden kannst, nur dafür. Also ich habe sie nur dafür. So, aber die sind ja für Camping, wären sie ja auch nicht schlecht. Ja, hier vorne kannst du ein Netz reinhängen. Ja. Da kannst du Licht noch reinbauen. Du hast ja hier Licht auch im gewerblichen Betrieb drin. Das hier ist auch ganz toll, weil es nicht direkt als Camper durchgeht, sondern du hast ja auch noch deinen Meisterbetrieb drauf gedruckt. Ja. Deswegen kannst du eigentlich Stealth auch mit so einem Auto unterwegs sein, so geheim, oder? Ich glaube, das macht man heute so, ne? Ich habe das aber noch nicht gemacht. Also ich meine, klar, der sieht natürlich jetzt so nicht nach Camper aus, ne? Aber mache ich nicht. Olaf. Er ist zugelassen als LKW. Er hat keine 1%-Regelung, das heißt, du hast nur Wohnung, Arbeit und du wohnst ja zu Hause. Deswegen ist das auch egal. Also das machen ja viele. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Alles klar, so, ich habe es verstanden. LKWs haben im gewerblichen Betrieb keine 1%-Regelung. Das ist so. Das heißt, wenn du das als Firmenfahrzeug verwendest und das privat benutzt, fällt die 1%. Der wurde früher privat benutzt, tatsächlich? Nein, für andere. Wenn die jetzt sagen, ich bin Handwerker. Oh, die können das auch machen. Doch, das geht. Doch, der war früher, das weiß ich nämlich, den hatte ich früher als 1%-Regelung. Ja. Und da habe ich auch eben früher mit Camping gemacht. Okay. Und dann durfte ich das auch. Weil der hatte eben auch eine Regelung, das weiß ich noch. Also der hatte auch eine private Nutzung mit drin. Du könntest auch die Kilometer aufschreiben. So ist es. So, das ist deine Küche. Wir haben alles gezeigt, glaube ich, was man machen könnte. Die Bar-Version finde ich gigantisch. Das Ganze kostet 60 € pro Brett. Und ich weiß jetzt schon, viele Start-up-Unternehmen werden sagen, wir bauen uns unsere Möbel selber mit innovativen Euroboxen in verschiedenen Farben zusammen mit dem System von Ovomo. Und ja, der Olaf wäre ja nicht der Olaf, wenn er sich auch noch ein Logo entwickelt hätte, was, egal wie man es dreht, ich drehe es mal gerade, immer Ovomo heißt. Immer Ovomo heißt. Und das Ganze ab Mitte August oder so, spielt keine Rolle. Ab Mitte August 2022 erhältlich, noch nicht im Fachhandel, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Fachhändler auf dich zukommen werden. Werden wir sehen. Also ich fange ja jetzt mit diesem Unternehmen an und ich habe da keine Erfahrung. Wir werden sehen, wer sich bei mir meldet, was wir machen. Aber letztendlich werde ich sie erstmal verkaufen. So, ist das direkt verkauft? Das ist direkt verkauft. Die werden bei uns produziert. Also ich lasse sie eben produzieren. Made in Germany? Made in Germany. Selbst eingebrannt. Selbst eingebrannt. Also im Moment ist der Stempel noch von mir reingedrückt. Okay, ne? Das heißt, die werden hier auch wirklich, NRW werden die gefräst, ja, da werden die CNC gefräst, da werden die nachbearbeitet. Das ist alles sicher, das ist einfach Qualitätssicherung. Ne? Ich will nicht irgendwas verkaufen. Es geht um ein qualitatives Produkt. Es soll ja letztendlich, so sein, dass das soll sowas sein, was man hinterher vererbt. Das ist einfach eigentlich geht das nicht kaputt. Ich habe es schon mal gesagt, das ist wie ein Kindergartenbauklotz. Oder diese Eisenbahn, diese Holzeisenbahn, da fehlt irgendwann eine Schiene, aber die geht nicht kaputt, das ist auch Buche. Und selbst wenn hier jetzt mal ein Zacken rausbricht, dann geht der immer noch, das ist ja das Schlimme. Erstmal das geht und du kannst ja auch im Zweifelsfall, also wenn er dann doch auf dem Lagerfeuer landet, weil einer einen Fehler gemacht hat, dann kann man auch einen nachbestellen, weil die werden ja wieder passen. Kann man die später, wenn man sagt, die sind nicht mehr schön genug, ich will sie nicht mehr haben, man kann sie auch in CO2 wieder verwandeln?
Ja, natürlich. Aber ich habe da jetzt mal gucken, ob wir es dann noch dürfen, was dann wieder passiert. Ne? Lagerfeuer. Also auf jeden Fall, sie sind ja auch nicht lackiert. Also insofern ist es ja nicht so schlimm. Es wird nicht ganz so giftig sein. So, ich zeig's mal. Also heute 11. Juli 2022, das Ganze erhältlich, nehme ich an, Anfang August, wenn wir es haben oder früher. Du wirst mir Bescheid sagen und wenn es gut läuft, dann werden wir es sehen. Aber ich habe ein gutes Feeling. Wir zeigen noch eine kleine Sache. Das sind deine Füllstücke, die haben wir noch nicht vorgestellt. Ja. Die hast du entwickelt, falls man Ausbauten hat, wo nicht ganze Euroboxen weder quer noch längs reinpassen. Soll ich's vorführen? Ja, zeig mal einmal ganz kurz, dass wir das sehen, denn... Da muss ich mal ganz kurz... Ja, runterholen. Es gibt Sondersituationen. Ja. Das sind aber ganz selten. So, mal eben nur nicht verbrennen. So. Jetzt müssen wir nur mal eben das Ganze hier kurz runternehmen. Aber es geht hier kurz. Wie schnell das geht. Da kommen auch wieder deine roten... Die haben wir noch gar nicht vorgeführt. Die haben wir gar nicht vorgeführt, die können wir mal zeigen. Du kannst nämlich immer 3 Stück verbinden, dass man die zu dritt tragen kann. Genau. Die werden auch, wenn man jetzt alle 3, wenn die versendet werden, dann werden auch immer für 3 Stück werden die auch dabei sein. Mhm. Weil das bringt sehr viel, wenn ich das jetzt so mache. Erstmal hat das hat 2 Funktionen. Wenn ich jetzt Kistendeckel über habe, ja, und ich mache die mit denen zusammen, dann wirken die wie ein Deckel. Die wackeln auch nicht mehr so. Die wackeln dann nicht und dann habe ich im Grunde genommen ein paar Deckel verschwunden, ohne dass ich es großartig merke, weil sie eben übereinander liegen. Ne? So. Und zum Tragen ist das halt auch so besser. Ich habe jetzt eine Einheit. So, die können nicht wegrutschen. Genau. Jetzt Das hätte ich sie beinahe genau an die falsche Stelle gestellt. An die Tür. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel, warte mal eben, ein Bett bauen will, Ja. und dieses Bett soll jetzt eine Länge haben, Länge X ist eigentlich egal. Nehmen wir mal an, ein Gästebett. Ne? Mhm. Und das soll jetzt exakt dieses Maß haben oder ein Kinderbett. Mhm. Dann gibt es halt, ich nehme jetzt mal irgendeine Situation. Dann gibt es manchmal eben Situationen, wo so ein Stück fehlt. Ne? Ich hab's verstanden. Du hast es verstanden? Du kannst auffüllen. Du kannst auffüllen. Du kannst auffüllen. Es gibt also manche Größen, die erfordern halt so diese eine Ecke. So, Weißt diese du? Ecke, die jetzt fehlt. Genau. Du Fuchs, Olaf. Ein Riesenfuchs. So, und das ist halt das fehlende Stück hier. Dafür sind die, dass man halt solche Sachen auffüllen kann, damit es wieder schön ist. Jetzt mal ohne Scheiß, das wird doch die Revolution. Da fehlt jetzt noch ein Lattenrost drauf, da wird es ein Kinderbett. Ja. Das Bett kann sogar mitwachsen. Das Spielzeug kann unten rein. Du kannst die Matratze drauflegen. Das Geniale ist, dass du jetzt auch mitten in der Box einfach rankommst. Du kannst jeden Deckel jederzeit hochheben. Genau. Das ist ziemlich cool. Du kannst die alle hochheben. Das ist egal. So, und du hast nämlich 2 Stück produziert, nämlich einmal eine Einheit Ja. und dann 2 Einheiten. Genau. Und die Gesamtbox besteht nämlich aus 3 Einheiten. Genau. Das sieht man an den Löchern. Vielleicht noch last but not least, die Löcher haben auch eine Funktion, die sind nämlich auch genormt. Das sind Löcher mit 20 cm Abstand und 20 Millimeter Durchmesser. Mhm. Und es gibt so Bankhaken aus dem Holzbereich. Du kannst also bei einer Werkbank, da gibt es solche Haken, die man da reinmachen kann und zwingen, dass man hier Sachen drauf festmachen kann. Das heißt, wenn ich das Ganze als Arbeitstisch nutze, dann hast du die Möglichkeit, Sachen drauf festzumachen. Du kannst aber auch eine Schnur durchziehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, um was festzuspannen, ein Spanngurt, die Belüftung für eine Matratze, wenn du sie beim Campen benutzt. Sag mal, das wäre doch jetzt zum Beispiel eine Tischbohrmaschine, könntest du doch jetzt festschrauben auf den Deckel und könntest die einfach mit rübernehmen, oder? Jo. So, das heißt, man könnte die austauschen, man kann die Werkzeuge, die auf so eine Bank müssen, jeweils auf den Deckel schrauben und austauschen. Ja, das könnte man auch machen, das stimmt. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ist mir gerade eingefallen. Also das sind bei mir die Werkzeuge, die immer im Weg stehen, die du nie brauchst, aber irgendwie in die Bank einbauen willst. Ja, ist ideal. Und wenn du dann noch Kisten nimmst mit Deckel an der Seite, kommst du ja auch sowieso überall dran. Ne? Es ist aber auch schön. Ich finde es auch einfach optisch schön.
Du weißt, dass du jetzt sehr bekannt werden wirst in deinem Ort. Denn Ja, ich als befürchte schon. Erfinder von einem System, in dem man in gefühlten 6 Minuten aus diesem schönen Arbeitsbus ein Wohnmobil machen kann. Das finde ich klasse. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Heute 11. Juli. Ich bin extra nach Selm gekommen. Selm. Borg. Das Ganze liegt in NRW. Die Postleitzahl bei euch? 59379. 59379. Was ist der nächstgrößere Ort? Duisburg? Na, nö, Lünen, Dortmund. Also zwischen Dortmund und Münster liegt das Ganze. So kann man sich gut vorstellen. Das heißt, ihr schaut abends das 3. Fernsehen von... Was ist das? Dortmund? Das ist der WDR. Ja klar, aber welcher? Ist Lokalprogramm? Dortmund. Dortmund ist. Okay, so. Achso, ja. Das ist es. Ich muss gerade Ja, überlegen. ich bin da so selten in NRW, da muss ich immer Ich schaue gucken. so selten Fernsehen, deswegen ist das bei mir. Ich auch nicht mehr, ich habe gar keinen mehr zu Hause. ovomo.de, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, Olaf. Sven, danke.